the sun. Why don't you come out? Why don't you feel good? Yeah, you know you ought to now. You say that you love me, but you're just too high. It's time to shake, yeah. It's time to feel bad. Just make a smile between your open eyes and teeth. This world's been telling you just what you ought to know. Wir packen jetzt zusammen und dann fahren wir weiter. Schauen, was sonst noch so schön ist an der Insel. Und der letzte ganze gemeinsame Tag. Der letzte, genau, der letzte ganze gemeinsame Tag. Und morgen nehmen wir dann die Fähre wieder aufs Festland und sie fahren dann Richtung Berlin und wir fahren wieder Richtung Vogel. Es ist extrem schön zu fahren hier. Den Weg bzw. den Schlafplatz. Jetzt haben uns zwei Mountainbiker empfohlen, die am letzten Schlafplatz vorbeigekommen sind. Die haben gemeint, oh ja, das wäre doch was für euch und haben uns auf der Karte gezeigt und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben überlegt, ob wir mit Gabor und Jasmin den Weg fahren könnten. Aber da unten dann, das letzte Stück quasi, das ist dann schon zu verwachsen. Also, ja. Das wäre auf jeden Fall cool, so eine Straße. Aber für heute wird es nichts mit dem Stellplatz, oder? Nein, heute nicht. Ich habe am Weg hierher noch was anderes gesehen, das möchte ich mir noch anschauen. Es ist so heiß. Wir bleiben jetzt nicht da an diesem Schlafplatz. Aber es ist so heiß, ich muss jetzt erstmal schwimmen gehen. Und dann holen wir Marina und Michael ab. Das ist ja schön. Und es ist wieder viel wärmer als im Fahren. Und hält eigentlich nur im Wasser aus. Oh, ist so schön. Das ist noch wärmer als beim ersten Mal. Was passiert? Wir haben einen Grashüpfer im Auto und der hat auf unserer Matratze sich erleichtert. Da ist Grashüpfer. Da ist Grashüpfer Puh. Und da ist Grashüpfer Puh. Und hier sollte dann in absehbarer Zeit Karlchen vorbeikommen. Wir fahren jetzt nochmal hinunter und schauen, wie weit Karlchen kommt und wann es zu eng wird. Aber auf jeden Fall möglichst nah ans Wasser.
Es geht ganz gut, also wir hätten gedacht, dass sie weiter oben steht. Das ist der Platz, wo das wäre das Beste, was sie kommen könnten, und da sind wir jetzt. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig, weil die Kabine halt noch ganz neu ist. Halt möglichst wenig Kratzer jetzt mal rein sollen. Deswegen. Aber es ist gut gegangen. Wir werden uns da jetzt mal gemütlich machen und schwimmen gehen und einfach entspannen und dann kochen. Why don't you feel good? Yeah, you know you ought to now. You say that you love me, but you're just too high. It's time to shake, yeah. It's time to feel bad. Just make a smile between your open eyes and teeth. This world's been telling you just what you ought to know. You say that you love me, but you just don't know what you gotta know. Say that you love me, but you just don't know what you gotta know. You gotta know. Es ist so kalt. Wir machen gerade Pastasoße. Und da gehört natürlich Rosmarin hinein. Und der wächst hier überall. Also es ist wirklich jetzt eigentlich wie Unkraut. Da hinten der ganze Hang ist voll davon. Der Plan ist, dass wir das einfach reinschmeißen, mitköcheln lassen. Nicht zu viel. Zu viel? Ich war ja vorher tauchen und bin runter zum Felsen getaucht und wollte mich vom Felsen wieder hochstoßen und bin dann aber beim Stoßen ein bisschen abgerutscht und haben mir dann so einen kleinen Schnitt verpasst. Und jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren und ich habe noch Alkoholtupfer mit und ich glaube, das ist ähnlich gut. Nee, mach das doch nicht. Ich möchte halt hundertprozentig sicher gehen, dass es sich nicht entzündet. Das sieht recht gut aus. Vor allem auch so wie es brennt, ist es, glaube ich, gut. Lecker. Was machst du jetzt? Die Rosmarin weg. Ach so. Das ist mit den italienischen Tomaten, mit den Pelati von Mutti gemacht. Mit Zucchini und Zwiebeln und Rosmarin aus der Region. Letztes Abendessen zusammen. Ja. Noch einmal die königlichen Sessel, die echten Gartenstühle. Ich kann aufrecht sitzen beim Essen. Guten Appetit. Guten Appetit. Mahlzeit. Wir sind, glaube ich, so ein überholtes Getriebe gekauft. Ja. Und Karis. die haben. Nein, der Vorbesitzer. Ach, der Vorbesitzer. Ja. So, es ist nur noch ganz wenig Licht verfügbar, aber mit der Kamera können wir bis ISO 25600 Ja. filmen. Marina und Michaels echt toll. Kamera ist so mega. Und da hinten
sieht man diese riesige Gebirgskette, 1200 Meter hoch. Und unten am Meer dann noch so ein kleiner Streifen Dörfer und menschliche Besiedelung quasi. Und da drüber ganz nah am Meer, aber trotzdem nichts. Richtig beeindruckend. Und wir werden jetzt noch das Dachzelt aufklappen. Haben schon wunderschön noch den letzten Abend verbracht. Wir werden uns dann schon in die Federn begeben. Das Geräusch kenne ich. Ist natürlich sehr praktisch, wenn der große Bruder hinter einem steht. So. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Letzte Nacht, gute Nacht. Ja, und ich habe mich jetzt noch einmal aufgerafft und die Kamera rausgeholt. Und ich finde, das muss man einfach mal festhalten, weil ich mir jeden Abend an die Stirn greife. Weil es hat immer, also wir haben alle Fenster im Dachzelt offen, komplett auf Durchzug geschaltet. Die Luft steht eigentlich und hat 26 Grad, wenn nicht 28 Grad. Und die Karin mummelt sich immer in die Decke ein. Und das ist halt richtig eine dicke Decke. Also das ist nicht nur so ein Leintuch, sondern das ist richtig eine echte Decke. Und dann sagt sie in der Nacht, ja, ich habe so schlecht geschlafen. Ich bin erst aufgewacht, weil es mir so heiß war. Das stimmt nicht. Das ist so ein Irrsinn. Man muss sich einfach zudecken, sonst kann man ja nicht einschlafen und dann in der Nacht kann man sich eh wieder abdecken. Ja, aber das tust du dann nicht. Ja, wegen der Sicherheit. Und ich liege neben der Karin immer und habe wirklich kein einziges Stückchen Decke auf mir, weil es einfach so warm ist. Und die Karin liegt neben mir und ist wirklich bis oben hin zugedeckt. Ja. Gute Nacht, Karin, nochmal.